209.000 Euro Grundpreis inklusive Mehrwertsteuer. Dafür bekommt man einen Credo. Und der Credo, ist das jetzt der Einstieg in die Concorde-Klasse? Grüß dich. Ja, hallo Sven. Hallo. Das ist der Einstieg in die Concorde-Klasse, der Credo. Aber da bekommt man den größten Credo dafür. Das ist nämlich der neue 840 Li, der im Grundpreis bei 209.000 Euro liegt. Ja, du machst Marketing, Vertrieb, stell dich mal kurz vor. Ja, ich bin Markus Freitag, bin seit gut 10 Jahren jetzt bei Concorde und verantworte dort Marketing und Vertrieb. Ja, Concorde Reisemobile aus Leidenschaft. Ich bin ja jetzt auch Concorde-Fahrer seit einiger Zeit. Ja, sehr schön. Eins der Autos, muss ich sagen, die ich ungern nochmal hergebe, weil es wenig klappert und wenig knirscht. Also das ist eine Erfahrung, die musst du erstmal gemacht haben. Alles ist sehr gut eingestellt und du hast wenig Geräusche. Also der Möbelaufbau ist sehr leise. Ja, und es sollte eigentlich auch die Regel sein, dass ein Auto nicht großartig knirscht. Und wir achten schon sehr darauf, dass der Möbelbau wirklich so massiv steht, dass die Autos eben sehr geräuscharm sind. Ja, der Credo selber ist bei euch ein echtes Volumenmodell. Es ist der Einstieg, aber es hat auch weitere Vorteile. Man kauft sich ja mit mehr Wohnmobil nicht immer mehr Freiheit. Also man ist ja hier mit einem sehr kompakten Fahrzeug unterwegs. Es ist nicht so breit wie die breitesten, es ist nicht so hoch wie die höchsten, gerade südliche Länder. Das kennst du selber, da gibt es irgendwelche Sträucher, Palmen, da kommst du nicht mehr durch mit dem Großen, mit dem ganz Großen. Mit dem ganz Großen ist das richtig, deswegen muss ich trotzdem gerade ein bisschen schmunzeln. Nicht so groß und nicht so breit ist relativ für jemanden, der einen ausgebauten Van fährt. Der sagt sicherlich, oh Gott, ist das Auto groß und riesig. Für uns fängt hier die Luxusklasse an und da ist das Auto sicherlich etwas kompakter in den Abmessungen als die üblichen Autos, die wir sonst bauen. Mit seinen 2,35 in der Breite ist das richtig und auch nur 3,30 in der Höhe habe ich ein Auto, mit dem ich recht gut überall hinkommen kann. Es geht ja auch darum, dass ich vielleicht last minute auch mal einen Campingplatz kriege. Also es ist ja so, viele Campingplätze sind ja durchaus gut ausgebucht. Ja. Wenn ich dann anrufe, die fragen schon mal nach der Länge meistens. Das kann durchaus passieren, gerade in der Hauptsaison. Und da hat man mit so einem Auto sicherlich eher eine Chance als mit einem 10,5 oder 11 Meter Auto. Ja, das Fahrzeug, die Fahrzeugmaske vorne, wann wurde die eingeführt? Die Maske im Ursprung wurde eingeführt 2018. Haben wir das erste Mal gezeigt, seinerzeit an den Centurion und haben sie dann ja sukzessive runtergebrochen auf alle Baureihen. Wirkt richtig schön. Dadurch, dass er nicht ganz so breit ist, wirkt die Proportion auch wieder schön. Auf jeden Fall. Also in sich stimmig und harmonisch. Aber das ist ja bei den größeren schon so gewesen. Doch der kompakte wirkt in sich sehr rund jetzt hier und hat trotzdem ein sehr modernes Gesicht bekommen. Ja, hier wahrscheinlich auch wieder der Standard Iveco Daily 3-Liter Motor drunter mit Automatikgetriebe. Richtig. Ja, das ist ein sehr dankbares Fahrzeug. Es gibt keine Alternative in der Klasse, oder? Nicht wirklich. Also wenn man ein kleines LKW-Chassis haben möchte, dann kann es nur der Iveco Daily sein. Das hier ist ein Zuladungswunder, denn wir haben uns eben kurz darüber unterhalten, 635 Kilo echte Zuladung, der ist richtig voll. Also das heißt, wenn man nicht alles einbaut, kommt man fast auf eine Tonne, oder? In der Grundausstattung hat er eine gute Tonne Zuladung bei diesem Fahrzeug hier und so wie er hier steht, hat er noch gut 630 Kilo Zuladung und das finde ich schon richtig gut mit der wirklich reichhaltigen Ausstattung, die er hat. Was Geniales ist das Drehmoment, was sich hier anders anfühlt als beim 7,5 Tonner, denn er ist viel leichter. Ja, und in Kombination mit dem Automatikgetriebe ist er auch sehr spritzig. Er fährt sich also eher wie ein PKW, als das wirklich ein LKW-Chassis ist. Es ist wirklich eine optische Täuschung. Also man sieht es von außen, es ist flacher, also als zum Beispiel der Carver oder natürlich der Charisma. Aber bist du mal drinnen? Wir haben ja das letzte Auto gezeigt mit dem Queenspad, das war ein richtiger Erfolg bei uns auch auf YouTube. Du bist drinnen und denkst, irgendwas stimmt hier nicht. Ja? Wie haben die das geschafft, den Raum da reinzubringen? Ja, wir haben einfach auch bei der Konzeption der Möbel und des Grundsitzes darauf geachtet, dass wir möglichst viele Freiräume trotzdem schaffen und in konvexen und konkaven Schwüngen durch das Auto durchgehen. So, Doppelbodenkonzept, Klimaspeicher, Doppelboden. Das ist, glaube ich, eine Besonderheit hier bei diesem Fahrzeugbaukonzept. Es gibt keine außenliegenden Tanks. Es gibt einen Boden, der ganz unten drunter ist. Und dann gibt es nochmal einen Zwischenboden. Das macht die Sache sehr leise. Das ist richtig, ja. Und dennoch haben wir darauf geachtet, möglichst viel Stauraum noch zu kreieren, auch bei diesem Fahrzeug. Wir haben vorne eine komplette Durchlade durch den Stauraumboden und haben auf der Beifahrerseite, auf der wir ja gerade oder der wir zugeneigt sind, findet man weitere Stauräume auch hinter den Serviceklappen, die ich hier jetzt sehe. Da ist keine Technik verbaut. Gar keine? Nein, die sind komplett frei.
Okay, das heißt also jetzt nicht Tankablass oder irgendwas, was denn dann das ist verbaut. Korrekt. Ja. Darf ich da mal reinschauen? Na klar, können wir gerne machen. Ja, dass wir vielleicht mal hier in der kleinen mal schauen. Ich mache zwar ungern das Preisschild so ein bisschen zur Seite schieben. Wir sind ja noch vor Messebeginn, wir wollen ja noch nicht wieder abbauen. Aber Ja. für dich tue ich das. Mach das mal bitte. Das ist nämlich was ganz Besonderes von der Höhe her. Habt ihr euch natürlich so ein bisschen daran orientiert. Es gibt Euroboxen, die sehr flach sind, die da ganz hervorragend reinpassen. Und viele gehen ja auch hin und organisieren sich alles mit Euroboxen. Ja, das ist richtig. Und das funktioniert hier auch sehr gut. Mit der Euro-Clubbox kommst du ohne weiteres in den Stauraum hier rein. Ja, hier sieht man natürlich die Höhe. Das ist hier in dem Fall der Credo. Hier sieht man die Höhe bei dem Carver und das größte Fach ist etwas höher jetzt hier bei dem Carver, weil der ist insgesamt höher. Der Carver ist insgesamt höher und dann haben wir im vorderen Teil, das ist ja jetzt auch noch der 890 RL Grundriss. Und dort habe ich dann im vorderen Bereich einen etwas höheren Doppelboden, der nach hinten dann abgesenkt ist. So, wir können ja mal hier eine öffnen. Du hast das Schild mal für uns entfernt. Gerne. Und dann sieht man, alles ist beleuchtet. Ist das Serie, die Beleuchtung? Die Beleuchtung ist eine Option, die in der Regel aber auch mitbestellt wird. Sehr schön, also sehr viel Platz. Die Tanks, das Ganze ist ja hier wahrscheinlich auch ein Festtankkonzept. Das heißt, was die Spülung angeht, der Toilette und so weiter. Also wir sind hier auf absolutem Liner-Niveau. Wir sind auf absolutem Liner-Niveau, nicht ganz mit dem Volumina. Da sind wir ein bisschen kleiner dann hinterher, aber dennoch auch sehr gute Tankgrößen von 230 Liter, die wir hier drin haben. Ja, ganz wichtig bei der Heckgarage, habe ich jetzt wieder gemerkt, ist die Höhe der Heckgarage. Denn ich habe zurzeit einen Roller, der hat 1,10 Meter. Ja, den bringst du aber hier locker unter. Den bringt man unter. Ihr habt den Fahrrad schon mal reingemacht, was hier drin ist. Ja. Und da siehst du natürlich den Unterschied, Jan. Die Heckgarage ist viel größer als bei meinem Alkoven-Modell. Denn wir haben ja hinten eine Rundsitzgruppe, die nimmt das ein bisschen vom Platz her weg. Es gibt verschiedene Konzepte. Längs Einzelbett hier oder Queensbett? Was haben wir hier? Hier haben wir längs Einzelbetten in diesem Fahrzeug. Also längs Einzelbetten mit drin. Hier ist die ganze Elektrik drin. Hier mit eingebaut Steckdosen und als Beispiel ein Fahrrad mal mit drin. Da ist die Technik jetzt hier drunter. Da im unteren Teil sind die Batterien untergebracht, genau. Da ist die Technik mit drin. Lithium-Batterien habt ihr jetzt eingebaut. Bei dem haben wir jetzt also ein Lithium-Paket drin, das ist richtig, um einfach auch eine optimale Leistung zu bringen. Sehr schön. Und in diesem Fahrzeug selber sind jetzt 400 Ampere-Stunden an Lithium-Technik verbaut. 400? 400. 2 Blöcke 200 Ampere-Stunden sind in dem Fahrzeug jetzt drin. Sehr, sehr üppig. Ja. Der Credo. Ja, und die haben wir letztes Jahr neu vorgestellt, das Heck des Credos. Und das ist eingeschlagen. Eine riesig tolle Resonanz. Ja, wir sind auch total begeistert, wie der neue Credo angekommen ist. Was uns ja auch dazu beflügelt hat, weitere Grundrisse in diesem neuen Design dann letztendlich auch noch anzubieten. Und so ist der 840er auch mit entstanden. Ja, ein bisschen Liner-Feeling soll ja entstehen. Und das ist ja hier der Fall. Er wirkt optisch höher. Er wirkt vielleicht ein bisschen höher. Ich finde ja immer noch, dass er recht kompakt wirkt. Und was mir besonders gefällt, sind einfach die schräg gestellten Rückleuchten. Typisches Designmerkmal ja für alle Concorde-Fahrzeuge. Und auch der angedeutete Dachspoiler, den der Credo ja ganz genauso hat, mit einer möglichen LED-Dach- oder Rückbeleuchtung dann. Ja, wir sprechen vielleicht mal über die Qualität. Das ganze Heck hier ist, glaube ich, glasfaserverstärkter Kunststoff, der hier verwendet wird. Das heißt, er ist stark ausbesserungsfähig, kann repariert werden und kann einiges einstecken, oder? Das kann er in jedem Fall. Also die GFK-Masken sind recht massiv und stabil und selbst wenn mal irgendwo ein kleiner Tuschierer ist, kann der ohne weiteres einfach und schnell wieder ausgebessert werden. Ja, vielleicht ein ganz wichtiges Thema. Also glasfaserverstärkter Kunststoff. Ihr verwendet auch einen Gelcoat, das ist vielleicht auch ganz wichtig. Ja. Das ist nicht einfach nur lackiert. Nein, das ist nicht einfach nur lackiert, sondern die sind in Gelcoat gegossen. So, kurz drum rumgehen. Powered by Iveco, da haben wir es gesehen, die Garage haben wir gesehen. Das System Sandwich, auch hier bitte mal kurz erklären. Alu? Das ist Alu-Sandwich, also letztendlich haben wir 30 mm in der Seitenwand reine Isolation und haben innen und außen Aluminiumplatten, dann, mit denen wir die Wände verpressen. Das Ganze ist hoch winterfest, also man kann mit dem Fahrzeug wirklich in Skiurlaub fahren. Definitiv.
In der Kombination auch mit dem Heizungssystem, dass wir hier beim Credo auch mit 2 Kreisläufen dann hinterher laufen lassen, sodass ich die Temperaturen im Wohn- und Schlafbereich auch separat regeln kann. Natürlich das Bad auch nochmal dazwischen mit einstellen kann ich das Fahrzeug auch im Winter komplett nutzen. Ist ein Gastank möglich bei der Höhe? Ein Gastank ist möglich, ja. So, 326.639 Euro, 209.100. Die Lieferzeit beim Credo, wenn ich einen frisch bestelle und bin vielleicht beim Händler, der noch einen Bauplatz hat? Ein Händler, der einen Bauplatz hat und ich ein Fahrzeug nach Wunsch ausstatten möchte, sollte ich mal irgendwo von der Lieferzeit 6 bis 7 Monate ausgehen. Also doch schnell. Also ich kann meinen Wunsch, im nächsten Jahr bekomme ich einen. Ich denke, nächstes Jahr zur Saison hin, wenn man sich entscheidet hier in Düsseldorf, kann das Auto da sein. Was ist Centurion Style? Centurion Style ist ein Designpaket in dem Fahrzeug, sowohl innen als auch außen, wo wir Elemente aus der höchsten Baureihe dann auch in diesem Fahrzeug anbieten. Ich verstehe. Ähnlich wie bei Premium-Herstellern gibt es ja auch so Designpakete, die dann genommen werden können. AMG-Design und so weiter. Genau. Ja, die Aufbautür, das ist auch eine Besonderheit, ist relativ breit für die Fahrzeugklasse. Das kostet natürlich Innenraum. Was haben wir denn für eine Gesamtlänge von dem Auto? Die Gesamtlänge liegt bei knapp 8,50 Meter. 8,49 sind es exakt. Und die Tür hat eine Breite, das hast du schon gerade gesagt, sie ist etwas breiter als die Standardmaße, die wir haben. Liegt hier jetzt bei 630 mm. Oh, über 60 Zentimeter. Ja. Das ist gut. Ich guck mal ganz kurz. Sie hat ja nochmal einen Anschlagsbegrenzer mit drin. Ja, steig mal bitte ein, Jan. Und wir haben ja eben das Glück gehabt, wir waren im Dreiachser-Film. Ja. Das Produkt Concorde ist uns ja jetzt geläufig. Und das ist natürlich eine ganz andere Raumaufteilung, als wir in dem Alkoven haben bei uns. Und es wirkt anders. Natürlich jetzt ein ganz anderes Fahrzeug im Vergleich zu dem wir eben gesehen haben, aber es ist wohnlich und sehr gemütlich und ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass ich eingeengt werde. Gar nicht. Nee. Also die Breite, was haben wir? 2,35. 2,35. Ist ja krass. Obwohl es ganz anders ist. Weißt du, was mir gut gefällt, Markus? Nein. Die Sitze, der Polsterstoff. Der ist ja stark. Das heißt, hier ist Mikrofaser plus. Genau, es ist eine Stoff-Mikrofaser-Kombination, die wir hier jetzt drin haben, mal kein Leder, weil nicht unbedingt jeder Leder haben möchte und diese Alternativen bieten wir an. Muss ich da Angst haben wegen Flecken oder? Die haben zusätzlich auch eine Scotch-Guard-Beschichtung drauf, sind also in erster Linie mal schmutzabweisend. Ich kann sie aber auch mit einem klein wenig Aufwand abziehen und reinigen dann. Ja, was ich aber gelernt habe, die Mikrofaser lassen sich extrem gut reinigen. Das ist auch nachträglich. Also das ist ein Traum. Es ist sehr, sehr warm. Also gerade wenn man reinkommt, die Heizung läuft vielleicht noch nicht auf vollen Touren, dann ist es nicht so kalt. Aber die Stoffkombi gefällt mir, weil das Weiß macht das sehr hell und es muss wirklich nicht immer Leder sein, oder? Nee, definitiv nicht. Also da gibt es mittlerweile sehr, sehr schöne Stoff-Mikrofaser-Kombinationen, die ein Auto genauso wertig strahlen lassen wie mit einer Lederausstattung. Sag mal, die Leistung von der Maschine ist die gleiche wie im großen Modell. Das heißt, der hat weniger zu ziehen. Er hat letztendlich weniger zu ziehen mit dem Motor, das ist richtig. Und deswegen lässt er sich auch Pkw ähnlicher fahren. Das ist klar, wenn ich 2 Tonnen mehr Gewicht habe über den Daumen, dass ich dann letztendlich deutlich mehr Last auf dem Motor auch habe. Hier vorne sieht man ein schönes Extra. Guck mal hier, Jan, das Lenkrad ist abnehmbar. Das ist gedacht als Diebstahlschutz. Diebstahlschutz oder damit man den Stuhl besser drehen kann? Doch. Ja, okay. Aber es ist natürlich auch ohne Lenkrad fährt sich schlecht, oder? Ohne Lenkrad fährt sich schlecht, Ja, aber das stimmt. der Grundgedanke war der, einfach komfortabler den Sitz zu drehen. Und Ja. das funktioniert auch sehr gut. Gibt Magst ja du- noch weniger Autofeeling. Ja, es wird nochmal etwas wohnlicher und ich habe mehr Bewegungsfreiheit auch mit dem Sitz, was die Rückenlehne betrifft. Du magst mal kurz reinkommen zu uns. Ja. Wenn du mal gerade so nett bist, dich mal ins Bad stellst, weil du hast nämlich den riesen Vorteil, dass du groß bist. Und viele Leute mich immer fragen, wie lebt es sich denn als großer Mensch in einem Einstiegsmodell, sage ich jetzt mal von der Höhe her. Ich bin 1,95. 1,95 groß und das ist ja krass. Das heißt, du hast natürlich jetzt systembedingt, weil du das gelernt hast im Laufe der Jahre, den Kopf leicht eingezogen. Das ist gerade Es würde aber gehen. bei der Schiebetür, da kann es, ich weiß es gar nicht, ich muss es ausprobieren, mich ganz aufzuschrecken. Ja, ich komme mit den Haaren so ganz leicht dran an den Durchgang, aber ansonsten laufe ich eigentlich sehr aufrecht in den Fahrzeugen. Das Boah, funktioniert. also ich bin ja 1,83 plus Schuhe, also so 1,86 ungefähr und es ist super, super geräumig. Ja. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, das ist hier schon ein Wunder. Also man sieht innen gar nicht, dass es der Kleine ist, oder? Überhaupt nicht.
Also er wirkt sehr geräumig, auch von der Sitzgruppe her. Das haben wir aber auch erzielen können, weil wir in Fahrtrichtung rechts die Dachoberschränke etwas zurückgenommen haben. Dort haben wir auch einen Fernseher ja versteckt dann letztendlich und halten damit die Räumlichkeit in dem Fahrzeug. Ach, die wird breiter optisch. Ja. Dadurch, dass nee, ist auch tatsächlich. Ja. Ja, es wird breiter, der Innenraum wird breiter. Genau. Und dadurch, dass die Schränke auch angewinkelt sind. Was ist das für ein Holz? Wie heißt das? Das ist Ebano Silver, was wir hier jetzt gerade sehen. Das habe ich auch, glaube ich. Das wirkt hier ganz anders. Weil ich habe ja eine andere Stoffkombi genommen. Ja, die Sabine hat mich ja beraten und ich habe zu ihr Folgendes gesagt: Mach, was du willst, es muss am Schluss gut sein. Sie hat es auf den Nagel, auf den Kopf getroffen. Wie viele Leute kaufen denn genau die Ausstattung, die hier auf der Messe steht? Das ist sehr unterschiedlich. Also die Kombinationen werden schon recht häufig dann auch gewählt. Wir versuchen aber auch, die Fahrzeuge so zu kombinieren, dass sie farblich auch gut zueinander harmonieren und passen. Gerade was die Möbelfarben betrifft, was die Polster betrifft oder auch die Teppichböden dann betrifft. Ansonsten hat der Kunde aber durchaus auch die Möglichkeiten, das zu kombinieren nach seinem eigenen Gusto. Wir müssen gleich mal miteinander reden, denn ihr habt was entwickelt, was mir sehr gut gefällt, was ich noch nicht habe. Denn ich habe ja alte Polster bei mir ausgebaut im Moment, hinten in der Rundsitzgruppe, weil die so dick sind. Und ihr habt was Neues entwickelt. Ich weiß nicht, ist das neu hier mit den Polstern? Nee, das haben wir ja letztes Jahr beim Credo schon gezeigt. Aber letztes Jahr war es ganz neu. Das ist im Grunde eine etwas andere Art, wie man also auch eine Sitzgruppe gestalten kann. Ich finde das toll, weil du hast viel mehr Platz in der Sitzgruppe. Und gerade für so Beinriesen, die sehr lange Auflageflächen haben. Also ich habe sie nur deswegen entfernt, weil wir 2 Lounge-Sitze draus gemacht haben zum Lümmeln. Okay. Das war ganz witzig. Und hier kann ich mir das genauso vorstellen. Man nimmt die weg und lehnt sich hier in die Ecke rein. Ne? Genau. Da gewinne ich einfach relativ schnell nochmal Platz. Der Fernseher, wo ist der? Ach, der ist hier. Das ist ja krass integriert, oder? Genau. Der ist genauso hoch wie die Verkleidung außenrum. Richtig. Damit er tagsüber auch nicht zu sehen ist. Ja? Das ist ja cool. Ja. Nettes Gimmick, sodass ich wirklich den Fernseher nur dann habe, wenn ich ihn auch wirklich benutzen möchte. Und anschließend kann ich ihn einfach wieder nach oben schieben. Fahr nochmal hoch, bitte. Es kann so einfach sein manchmal, oder? Man muss gar nicht, man braucht keinen Motor dafür. Nein, mechanisch geht das genauso gut. Und hat den Vorteil, es funktioniert immer. Die Jan ist vorsichtig. Ja, so, genau, ich will nie was kaputt machen, deshalb. Gerade eben hast du es geschafft, wir haben ein Glas zerstört, das haben wir aber rausgeschnitten. Das war Durch den aber Fernseher. auch einfach nur ein Unfall, Unglück, genau. So, es ging runter. Ja, das hier ist eine schöne Bank, die liebe ich ja. Man kommt rein zum Schuhe anziehen zum Beispiel. Ja. Das ist eine klasse Geschichte. Und dann Stauraum an allen Ecken und Enden. Das Glasregal darf natürlich auch nicht fehlen. Das Ganze hier ist CNC gefräst. Genau, auch das ist Concorde typisch, ja, dass wir eine Vitrine mit Gläsern in jedem Fahrzeug drin haben. Und selbst in unseren Credos haben wir da eine schöne Vitrine noch mit eingesetzt. Wer will denn aus seinen Beinen aus Plastikgläsern trinken, oder? Das möchte keiner, glaube ich. Das Hubbett ist elektrisch? Das Hubbett ist nicht elektrisch, ist mechanisch, läuft aber sehr gleichmäßig und leicht hoch und runter. Kann man das mal andeuten nur mal? Es war mir klar, dass du jetzt fragst, ob wir das andeuten. Ja, nur mal ganz... Da das Auto wohl temperiert ist und auch richtig runtergekühlt, Ja. ist das ein leichtes im Grunde, dass wir mal das Hubbett runter machen. Das Dazu mal einmal die Sitze ein bisschen abklappen. Er wollte damit sagen, wir sind am Messeaufbautag, die Klimaanlage in der Halle ist noch nicht an. Genau. Es ist schön warm hier drin und es ist ein bisschen feucht. Dadurch Das ist kuschelig, ja. das kuschelig warm. Aber, Das hier also ein Hebel. warte, darf ich mal sehen? Ja. Ach, das geht so leicht. Ja. Ach, du musst das nicht per Hub, einer Pendelhub nach unten, sondern einfach nur nach unten. Hat die Führungsschienen rechts und links. Du löst die Orientierung und setzt es einfach runter. So wie du loslässt, sitzt es dann auch wieder fest. An jeder Stelle. Ja, Es arretiert an jeder Stelle. Das ist ja stark. ich kann das. Auch ein bisschen höher machen. Ja. Wenn ich dann wieder loslasse, dann bleibt es auch automatisch wieder stehen. Und da habt ihr mehrere Schienen mit drin. Ich habe das System noch nicht gesehen. Also ich bin wirklich überrascht. Läuft auf Gurten. Deswegen auch so leicht gängig das Ganze. Und 2 Führungsschienen rechts und links, damit es dann wirklich auch fest und stabil drin sitzt. Toll. Begeistert mich, weil es trägt nicht so auf. Und es ist gerade. Also der Vorteil ist, viele Betten verjüngen sich ja nach vorne. Das engt den Raum unglaublich ein. Ja. Und das Gefühl hast du hier gar nicht. Du hast einen durchgehenden Raum. Zwar etwas weniger Stehhöhe hier drin, aber nicht so dieses schräg stehende Hubbett. Das kennst du, gell? Ja. Das doch den Raum sehr stark einengt. Und hier hast du... so auch sehr dicht ans Dach fahren und haben damit auch die Luft dann hinterher unter. Das heißt, ich kann die Bettauflagen, wenn ich sie flach mache, drauf liegen lassen. Ja, in jedem Fall. So, hier sieht man auch schon deine Beinlänge. Das sind die guten Agouti-Sitze, nehme ich an.
SKA. SKA-Sitze. So, ich nehme alles zurück. SKA-Sitze, die aber diesen Langstreckenkomfort bieten, sodass die Reise ja schon losgeht, wenn man ins Auto einsteigt. Also das definitiv. Das ist ein klassischer Pilotensitz, den wir jetzt hier haben, mit 2 wirklich schönen Armlehnen. Den kann ich mir so einstellen, dass ich sehr entspannt reisen kann. So, hier vorne, das Cockpit ist von euch so angewinkelt, dass das Ganze geht. Das Garmin-Navi ist mit drin. Ja. Mittlerweile kann ich sogar bedienen. Das war am Anfang eine kleine Einlernzeit, aber es bietet sehr, sehr viel. Das sind Profis, Navi-Profis. Das sind definitiv Navi-Profis und es ist ja auch eine Besonderheit. Es ist keine Truck-Navigation, sondern es ist eine echte Reisemobil-Navigation, die auch eben dort die Strecken berücksichtigt, die man mit einem Reisemobil fahren darf, die ich vielleicht mit einem LKW nicht befahren darf. Das heißt, es gibt ja auch Verbote. Das wissen ja viele nicht. In Frankreich ist das LKW-Überholverbot nicht gültig für Reisemobile. Das ist eine Besonderheit in Frankreich und da gelten noch viele Ausnahmen, dass man zum Beispiel die letzte Meile mit dem Reisemobil auch ruhig durchfahren darf, ja, und so weiter. Und das würde dann das Navi ablehnen. Ja. Das ist so, genau. Sehr schön. Der Fernseher, ich bin ja immer noch begeistert. Ja. Ganz kurz nochmal zum Armaturenbrett. Ja. Da würde ich gerne nochmal auf das Lenkrad zurückkommen, weil du ja schon darüber gesprochen hast, dass wir, ich setze mich mal auf den anderen Sitz, Gerne. dass wir da mal rankommen. Wir haben die Schalter im Armaturenbrett alle so positioniert, dass ich wirklich gut rankomme. Und beim Lenkrad, als wir das entwickelt haben, haben wir darauf geachtet, zum einen, dass es relativ leicht aufsetzbar ist, damit ja keine großen Anstrengungen entstehen. So ist es drauf. Und dass es nicht zusätzlich aufträgt und damit die Höhe des Lenkrads selber verändert, was ja dazu führt, dass ich nicht mehr sauber an die Bedienhebel komme. Das funktioniert bei uns nach wie vor, weil wir exakt die gleiche Höhe eingehalten haben, die vorher bei einem starren Lenkrad eines Iveco Delis auch da ist. Das heißt, ich habe immer, und das ist sehr sicherheitsrelevant, empfinden wir das so, die Hände am Lenkrad und kann den Blinkerschalter, Lichtschalter, Scheibenwischanlage, kann ich alles einmal Nochmal, es gibt andere abnehmbare Lenkräder, die sind höher und dann verändert sich der Abstand zu den Hebeln. Genau, dann verändert sich der Abstand zu den Hebeln und wenn ich nicht ganz so lange Finger habe, habe ich dann das Problem, dass ich wirklich die Hand vom Lenkrad nehmen muss, um zum Beispiel einen Blinker zu bedienen. Habt ihr Jenat eingebaut? Wir haben hier ein Soundsystem drin, ja. Serie? Oder? Das ist auch eine Option. In dem Auto sind auch 2 Soundsysteme jetzt drin. Eins hier im Wohnbereich und ein zweites, das nennt sich bei uns ein Akustikpaket, findet man im Heckbereich. Also, darf ich das nochmal kurz zeigen? Denn das hier rastet auch wirklich eindeutig ein. Ja. Ich hatte ja früher so Lenkräder, ich bin ja schon jetzt etwas älterer Linerfahrer, die waren so hakelig beim Aufsetzen. Das hast du hier nicht, oder? Das heißt, du setzt es auf und fertig. Setzt es auf und fertig. Das war's. Toll. Gute Geschichte. Ich finde das auch immer wieder toll. Du bist 1,95 und hier sieht man, du hast noch viel Kopffreiheit mit drauf. Es würde auch für dich passen. Dann gibt es dazu passend dann die Concorde-Abdeckung. Aber nicht im Zubehörshop, oder? Nein, die gehört dazu. War Spaß. So, ich guck mal gerade. Also das ist die Integration. Ja. Dann Assistenzsysteme hat er alle, wie ab Werk, wie alles was geht, hat er. Spurhalteassistent. Der hat, den Bahntongeber hat er. Letztendlich ja drin. Einen echten Spurhalteassistent hat er so nicht. Er hat den Abstandsregeltempomaten dann hinterher drin mit der Start-Stopp-Funktion. Sehr schön. So ein runder Tisch. Die Entscheidung zum runden Tisch ist natürlich auch ein bisschen den Platzverhältnissen geschuldet. Den kann man ausziehen. Den kann man ausziehen, genau. Und ich finde die Farbkombi schön. Wer hat die gewählt? Weißt du? Ich müsste jetzt nachschauen, wer bei uns im Haus das Auto so kombiniert hat. Also ich selber war es nicht. Ich hätte ihn aber sehr ähnlich ausgestattet. Ja, vielleicht noch eine Besonderheit ist hier die Jalousie, die ihr eingebaut habt. Die klappert nicht, oder? Das ist eine gute Frage, die du mir stellst. Während der Fahrt klappert sie definitiv nicht. Nein, beim Hoch- und Runterlassen, dann erzeugt sie schon ein paar Geräusche. Aber so wie sie unten ist, ist sie auch absolut still. Absolut still, auch oben, ja. Weil das war nämlich, lange Zeit gab es ja diese Falt-Plissés, die man hat. Man hat Privacy von unten nach oben zusätzlich. Das können wir vielleicht mal ganz kurz zeigen. Das ist hier unten. Heißt, wenn ich drin bin, ziehe ich es einfach hoch. Aber was ich natürlich toll finde, ist, hier oben wirklich eine massive Jalousie zu haben, weil das Ganze ist ja eine riesen Wärmebrücke, die hier überwunden werden muss. Und das ist natürlich mit so einem Teil, gerade wenn die Sonne reinknallt, dann stelle ich mir das vor, dann packt die Klimaanlage das ja auch irgendwann nicht mehr, oder? Ist richtig. Deswegen ist dann ein isolierter Frontrolladen schon deutlich angenehmer, um die Hitze dann wirklich aus dem Auto rauszuhalten. Aber auch nicht nur bei der Hitze, sondern es ist auch im Winter, wenn ich extreme Kälte habe, halte ich sie hierüber ja genauso raus. Übrigens da noch eine kleine Besonderheit vorne.
die wir bei jedem unserer integrierten Fahrzeuge machen. Wir setzen ja noch einen Heizkörper wirklich direkt auf das Armaturenbrett oben drauf, der hier auch sehr gut zu sehen ist, um dann, wenn der Frontrollladen letztendlich unten ist, auch die Wärme wieder Richtung Windschutzscheibe zu bringen, damit ich keine Schwitzwasserbildung bekomme. Dass man nicht morgens aufmacht, dann braucht er erstmal einen Waschlappen. Wir werden es nicht zu 100% verhindern können, aber es ist deutlich weniger dann hinterher durch den Heizkörper, der eben Wärme auch abgibt Richtung Windschutzscheibe. Bekommt man auch diese tollen Holzjalousien, wenn man das möchte? Bei dem Auto. Nein, die bekommt man bei dem Siehst du, die haben wir nämlich. Ja, das ist so wahrscheinlich dem etwas größeren geschuldet. Die haben, glaube ich, die Abcarver, da gibt es das dann, oder? Die gibt es ab Carver, das ist richtig. Abcarver, gut. Zur Not, ich glaube, wenn jemand sehr findig ist, ja, dann muss man sich mit denen in Verbindung setzen. Aber ich finde die sehr schön. Auf der anderen Seite werden wir sicherlich, wenn ein Kunde die wirklich haben möchte, auch eine Lösung finden, wie wir die da reinbekommen. Das wollte ich hören. So, sehr schön. So, Markus, warum brauchen wir vielleicht einen Ticken länger für das Auto? Weil ich glaube, das hier wird ein Hit werden, das Auto. Ja. Weil bei 209.000 € Basispreis, man muss ja nicht alle Ausstattungsmerkmale sofort nehmen. Man kann eine Hubstützanlage nachrüsten, man kann viele Dinge nachrüsten. Das hier ist natürlich eine tolle Kombination auf der Messe, wo man mal zeigen kann, was alles möglich ist, oder? Das ist richtig, also der ist schon sehr reichhaltig hier ausgestattet. Bei bestimmten Themen sollte man in Ruhe darüber sprechen, was Sinn macht, vielleicht nicht sofort zu bestellen, wenn man darauf achten möchte, dass das Auto nicht zu teuer wird, was man gut nachrüsten kann und welche Dinge man zum Beispiel weniger gut nachrüsten kann. Und Anhängerkupplung zum Beispiel direkt am besten mitbestellen, oder? Ja. Nee, jetzt würde ich es genau umgekehrt wiedergeben, wie du es gerade gesagt hast. Die Anhängerkupplung ist relativ einfach nachzurüsten. Die kann man auch später machen, wenn das einer möchte. Eine Hubstützanlage, die würde ich definitiv ab Werk einbauen lassen, weil ich dann auch einen Pumpenkasten in den Doppelboden eingesetzt bekomme und damit die Pumpe versenkt ist und nicht im Boden selber sitzt. Wenn ich die nachträglich einbauen lasse, dann habe ich immer das Handicap, dass mir darüber Stauraum im Boden verloren geht. Das sieht auch nicht so schön aus, glaube ich, die Notpumpe. Sieht sie auch nicht. So, aber hier diese Kissen gefallen mir sehr gut. Also das ist wirklich ein echtes Plus. Also da müssen wir mal überlegen, wie wir sie bei dir noch reinkriegen. Hm? Ja, ich habe sie im Moment ja ganz ausgebaut, weil sie doch sehr viel Platz wegnehmen. Weil mein Sohn schläft auf dem, der ist ein bisschen kürzer, deswegen passt der bei uns im Carver genau rein. Und viele, gerade Kleinkinder, die kannst du ja einfach hier drauflegen, nimmst du hier das Polster, machst dir eine Decke drunter und dann können die auch schon hier schlafen. Ja, aber wenn du die Kissen rausgenommen hast, dann ist das Auto doch längst nicht mehr so richtig gemütlich. Dann, ja, das stimmt. Dann ist auch die Wohlfühlatmosphäre doch gar nicht mehr so da. Die Jan, Das ist einfach nicht mehr so schön. Ja. Also, die Jan will die Kissen. ja, ich will die Dann Kisten. glaube ich, sollten wir in Ruhe darüber sprechen, wie wir die dann bei dir noch mit reinbekommen. Okay, danke schön. Was ich gut finde, ist der Afterservice. Habt ihr auch Service-Rumfahren hier auf der Messe oder nur bei euren Haustagen? Also wir haben Leute hier, wir fahren nicht gezielt raus, aber wenn ein Kunde zu uns kommt, der ein Problem hat, dann helfen wir ihm auch. Weil ich habe einen Tanksensor, das ist das Übliche, der nicht ganz genau ist das so eine typische Sache, die mal passieren kann? Tanksensor ist so eine typische Sache, die passieren kann. Das ist also keine Seltenheit. Aber da haben wir einen Dr. Stahl hier, der wird da sicherlich helfen können. Ja, sehr schön. Ihr habt viele Dinge in Serie. Die oder die ganze Technik, wo ist die denn versteckt, die Steuergeräte? Die sitzt hier hinter. Von den Dingen, die ich in der Funktionalität brauche. Also du kennst sie alle von den Displays her, die Heizung, das Hauptelektrodisplay dann hinterher mit den Funktionsabfragen, daneben die Batterieüberwachung, die Hubstützanlage, Satellitenantenne, die hier gesteuert wird und für den Winterbetrieb dann hinterher auch die Duo-Control. Genau. Die du drin hast. Danke, und hier dass du mir gerade hilfst, weil mir das Wort entfallen war. Das ist nicht so schlimm. Also, liebe Leute. Da merkt man, dass ich auch schon ein paar Tage hier bin. Ich habe den kompletten Aufbau mitgemacht. Du hast eben eins angewähnt. Es ist echt warm hier in der Halle. Also das ist der Aufbautag, da ist die Klimaanlage nicht an. Ab morgen wird es viel besser. Wir sind ja seit letzten Sonntag schon hier und die Da war es noch heißer. Die ganzen Tage waren sehr heiß hier oben drin und sehr drückend. So, das ist der Tower. Was habt ihr jetzt eingebaut? Ist das jetzt die Kompressorversion AES? Was habt ihr drin? Lass uns kurz reingucken. Man sieht es nämlich kaum mehr. Das müsste aber... Das ist ein AES. Das ist ein AES, Ja, ich habe auch einen AES. Ist natürlich kein Kompressor, sondern ein klassischer Absauber. Ich liebe ihn, weil er macht richtig kalt und er verbraucht ganz wenig Strom. Das ist das, was viele Leute nicht wissen. Gut, letztendlich auch gerade dann, wenn er über Gas läuft, dann verbraucht er ja so gut wie gar keinen Strom mehr. Und ich bin da bei dir, dass die Kühlleistungen extrem gut geworden sind. Ja, es ist nicht mehr so wie früher, dass man sagt, die packen da nur noch 10 Grad über Außentemperatur. Das stimmt nicht. Also die sind wesentlich effizienter geworden. Die Küche, das ist der Kleiderschrank. Nee, ist ein Apotheker. Das ist ein Apothekerauszug zusätzlich nochmal. Das ist schon ziemlich
Guck mal, wie groß der ist so hoch wie die Jan. Ja. Ja. 2 Stück, oder? Und auch da haben wir im Möbelbau darauf geachtet, dass er besonders stabil wird. Er läuft auf Schwerlastauszügen und ist Dass die Sachen rausfallen, genau. mit einer Rückwand versehen, dass es also wirklich auch während der Fahrt nicht klappern kann und dass sich sehr gut einstauen kann. 30 Kilo, ja. Ich empfehle also immer, kleine Gummimatten sich zuzuschneiden und die draufzulegen. Das, ja, das ist... Was total einfach ist, aber dass es oben einen Mülleimer hat. Das heißt, ich muss nicht permanent den Knopf aufdrücken. Genau. Für so, gerade so Küchenabfälle und so. Wobei bei den Knöpfen im Standbereich empfehlen wir eigentlich immer offen lassen. Ja. Sie stören nicht Das und dann, stimmt auch, und dann ja. habe ich den Ja. Griff ja direkt dran. Dann schmutzige Hände, da muss man den nochmal aufmachen, ja. Das ist ja... Aber trotzdem nochmal den Mittelteil öffnen, Das weil hier? wir gerade Achso, auf das den ja. gehen. Weil da sind dann okay. Mülleimer 2 und 3, Ja, praktisch. so dass ich wirklich auch praktisch trennen kann. Ja, das da ist gut zum Kochen. Du weißt, warum das Loch in der Mitte ist, John? Das Loch in der Mitte? Hier. Ja. Einmal... Und damit man den immer noch benutzen kann? Ja, das stimmt, aber er tropft dann, könnte tropfen während der Fahrt. So, ja klar. Und dann tropft es nicht auf das Ding und so habe ich das kennengelernt. Und man kann den ja auch bei anderen falsch rum einsetzen und dann ist er an der falschen Stelle, das Loch. Das ist richtig. Und dann merkst du, hier geht's nicht. Das ist ja Weil rund. wenn ich den um 180 Grad drehe, dann bin ich außer Mitte, Ja. der passt rein, aber das Loch sitzt nicht mehr direkt drüber. Ja, das ist nämlich viele, weil es kann sein, es könnte nachtropfen und dann tropft es nämlich genau in die Schale rein. Ja. Ich habe mir lange überlegt, warum das so ist, aber irgendwann kommt man drauf, oder? So, dann hier vorne die Schubladen mal öffnen, bitte. Er hat viele Schubladen. Ja. So. Er hat also in Summe serienmäßig 6 normale Schubladen plus den Auszug für die. Ja, da drunten sind auch nochmal 2 weitere Schubladen. Ja. Ist ein starkes Modell hier, der Credo, für euch? Der Credo ist ein sehr starkes Modell für uns. Es ist im Grunde der Aufstieg in die Concorde-Klasse. Wo ihr, glaube ich, auch viele Leute abholt, die aus... Kaffeemaschine haben wir unterschiedliche Möglichkeiten, wie der Kunde es setzen kann. Entweder setzt er sie direkt genau auf die Arbeitsplatte mit drauf, deswegen auch die Steckdosen rechts und links dann, Ja. eine noch als Arbeitssteckdose. Wir haben aber auch die Möglichkeit, wenn der Kunde sagt, er möchte lieber eine Nespresso-Maschine, dann setzen wir eine zweite Schiene mit rein und können auf die zweite Schiene im Grunde dann ein Ablagebrett setzen. So machen wir es ja auch beim Charisma zum Beispiel und können dort dann auch eine Nespresso hochstellen. Ihr habt jedes Jahr eine Neuerung drin. Das ist echt, man muss gut aufpassen. Also so Kleinigkeiten ändert ihr permanent. Stillstand ist Rückstand. Und uns ist einfach wichtig, wir sind selber sehr viel mit den Fahrzeugen unterwegs, dass wir die Erfahrungen, die wir sammeln, wenn wir unterwegs sind, dann auch wieder mit einfließen lassen in unsere Produkte. Ja, der Wohnraumteppich habe ich mitbestellt. Ist das Beste, was ich je bestellt habe. Also weil für das Geld macht man ihn nie wieder selber. Und man hat ein schönes Schnittmuster später, wenn man einen Teppich erneuern möchte. Man geht also einfach nur zum Teppichmacher, gibt den alten ab und oder kauft bei euch einen neuen. Ja, und was die wenigsten ja wissen, dies sind Fahrzeuge, die wirklich noch von Hand gefertigt werden. Das ist bei fast allen Herstellern in der Luxusklasse so. Und wir haben nicht Toleranzen im Millimeterbereich, sondern das kann auch schon mal einen Zentimeter differieren, dann hinterher, wenn ein Auto zusammengesetzt wird. Und jeder Teppich wird passgenau angepasst auf das Fahrzeug bei uns im Werk. Echt? Ja. Das ist ich kann den Teppich nicht nehmen, in den nächsten 850er reinlegen, weil vielleicht die Toilette um einen Zentimeter anders sitzt dann hinterher auf. Aber da geht einer hin und misst das nochmal nach. Ja. Für jedes Fahrzeug wird eine Schablone angefertigt zu diesem Teppich und über die Schablone wird der Teppich Habt ihr produziert. nichts dran verdient, das unterschreibe Das ich ist ein dir. Riesenaufwand, ja. Ja. Den wir da Also betreiben. kauft euch diesen Teppich. Ich habe ihn gekauft. Das ist schon so schön angenehm, wenn du barfuß über den Teppich läufst. Also ich fände das schon mal gut, wenn wir mit dem Fahrzeug anfangen und das mit dem Teppich kriegen wir danach auch hin. Kriegt ja auch noch hin. Okay. Ne, ich sag noch, weil viele lassen den weg. Teppich. Wer hat denn schon einen Teppich? Und Ich würde den wahrscheinlich weglassen, aber ich muss sagen, dass es hier so wohnlich wirkt, dass es mir wiederum gefällt, obwohl ich kein Teppichfreund bin. Also ich mache es von der Situation abhängig. Im Winter Ja. bin ich immer sehr glücklich, wenn ich den Teppich dabei habe, weil es einfach viel schöner ist, wenn man auf Socken über den Teppich im Winter läuft, ist die Temperatur deutlich angenehmer nochmal. Ich habe halt Hund, ich glaube, dann denkt man ja immer noch mal anders. Ja, genau. Ist Ja. eine individuelle Nutzungssache, Ja, dann hinterher genau. nicht raus. Im Sommer lasse ich es definitiv. Aber es ist praktisch, dass man den einzeln rausnehmen kann. Ja. Das heißt, ich könnte den Eingangsbereich frei machen. Genau. darf ich den Boden mal sehen, John? Das Ja. mal kurz Und ich annehmen. liebe den Boden. Diesen Schiffsbodenoptik. Genau. Ihr seid einer der wenigen, die das Muster anbieten. Das ist so. Bin ich auch ganz froh drum, dass die anderen nicht auf die Idee gekommen sind, den auch anzubieten. Ja. War das da unten eine Serviceklappe zu einem Tank? Das war ein Revisionsrahmen zum Tank, ja.
auch, sieht man auch nicht überall. Das heißt, ihr bietet das an. Wir haben die standardmäßig drin, weil wir die Revisionsöffnung im Tank oben mit drin haben. Und dann bietet sich das an, dass da auch die Klappe sauber reingeschnitten wird. Eine feste Tür zum Schließen, auch hier mal. Sag mal, eigentlich so viel Nachteil, ich habe vielleicht ein bisschen mehr Stauraum in den größeren Modellen, aber vom Innenraum her gibt sich das noch gar nicht so viel. Ich finde das nicht. Also das ist im Grunde ja auch ein 8,5 Meter Auto. Und für dieses 8,5 Meter Auto hat er entsprechend viel Platz und Stauraum. Und was man nicht verkennen kann, auch wenn der räumlich so groß wirkt, du hast vorhin mal einen so aufgemacht, aber wir haben gar nicht weiter darüber gesprochen. Schau mal in die Tiefe des Schranks rein, dann hinterher durch die Formgebung, die er hat, wie weit nach hinten es reinragt, dass du hier wirklich auch entsprechend viel hinterher reinbringst in diese Schränke. Und das ist im Küchenschrank ganz genauso. Ja, aus Baden-Württemberg, Beschläge, Häfele. Eine gute Wahl. Ihr seid ja jetzt ein großer Lieferant, das heißt, ihr werdet auch ernst genommen von den Leuten. Das ist ja oft so, wenn du nur 3 Sachen bestellst, dann geht es nicht so gut. Ja, aber auch wir sind da ein ganz kleiner. Mit 400 Autos im Jahr, die wir fertigen, sind das dann doch deutlich weniger Scharniere, die wir abnehmen, wie ein Volumenhersteller, der sicherlich da auch nochmal ein ganz anderes Gehör findet. Das ist doch ein richtiges Concorde-Bett. Ist es. Das ist doch jetzt nicht, ich sag mal, die kleinste Klasse, die du hier hast. Das ist auch das gleiche Bett, was ihr in anderen Fahrzeugen einbauen würde, technisch. Technisch ist es das gleiche Bett, wie wir es im Charisma genauso drin haben, wenn wir den als Vergleich jetzt wieder heranziehen. Und das ist schon ein wirklich vollwertiges Längseinzelbett. Hier drunter sind Stauräume, Gian. Ja. Zeig mal bitte. Was auch toll ist, dass die Teppiche, die gehen tatsächlich über die Türen drüber. Habt ihr euch was gedacht dabei? Ja. Macht ja Sinn, oder? Das macht ganz viel Sinn. So, das ist klasse. Also hier hast du ein richtiges Raumgefühl. Warte, ich komme sofort. Dann gehen wir gerade ins Bad. Denn hier ist noch ein Soundsystem mit drin. Ein Fernseher ist mit eingebaut. Die Tür schließt wahrscheinlich wie auf Schienen. Ja, sie ist oben festgestellt. Da müssten wir einmal den lösen. Okay. Ich gehe mal, im Grunde ist es ganz einfach. Man muss sagen, wir haben schon 2 Filmunfälle gehabt heute. Ah ja. Ein Glas ist kaputt gegangen. Deswegen werdet ihr so vorsichtig. So vorsichtig, ja. Gut, ich bin immer vorsichtig. Wenn dabei am Fahrzeug was kaputt geht, dann haben wir es nicht richtig Das stimmt. konstruiert. Ja. Das ist aber jetzt nicht nur, das rollt richtig hier auf Schienen oben drin. Schön. Und hat unten eine zusätzliche Führung. Hat unten eine Führung, okay. Ja. Sehr schön. Also das Bett gefällt mir richtig gut, weil der Einstieg hat nicht so eine Riesenmulde mit drin, wo die Beine dann reinfallen. Du kennst das als langer Mensch. Ja. Sondern das ist so eine Mischung. Du kannst sehr gut einsteigen, aber du hast nicht diesen Riesenausschnitt. Richtig. Und dadurch hast du auch die Möglichkeit, dann nochmal an deinen Partner ranzukuscheln. Das ist nämlich mir aufgefallen, ja. Denn bei mir fallen immer die Beine raus. Also es ist, ja, ich muss dann aufpassen. Wir schlafen im Moment sogar, ja, du bist ja ab morgen weg, ja, aber sogar in die andere Richtung. Ist aber sehr praktisch, wenn man eben, wie zum Beispiel wir, ja keine Beziehung, also Vater und Tochter sind, dann kann man sich einfach andersrum hinlegen, hat man ein bisschen Privatsphäre. Das ist richtig. Ja. Mach ich ja ungern bei dir. Nicht, dass du kuscheln kommst. Nee, mach ich nicht. Hier gibt es eine tolle Geschichte. Wir haben am Anfang haben wir ein Kaltkissen in die Mitte gelegt und du hast morgens dann, was hast du gemacht? Hast über das Kissen? Kein Kissen. So rübergeguckt. Dann musste er sich kaputt lachen. So, wir gucken mal. Ja, das hier ist das Bad. Ich zeig's mal gerade. Ein richtiges Raumbad, Markus. Größer macht, Ja. sondern Und einen Spiegel braucht man ja ein, dass Genau. man sich mal wirklich komplett sehen kann. exakt. Das ist ein tolles Auto. Ja, ich finde das auch richtig klasse. Ich glaube, viele, es war aber teilweise die Maske, die habt ihr, glaube ich, zum Schluss erst gewechselt beim Credo, gell? Die das, Credo war mit eine der letzten Baureihen, die die neue Frontmaske bekommen hat. Ja. ich glaube, da haben viele drauf gewartet dann auch, die dann gesagt haben, ich nehme ihn, aber ich hätte gern die neue Maske. Genau, mit dem Einzug der neuen Frontmaske haben wir dann aber auch gleich den Möbelstil komplett überarbeitet. Und das macht das Auto so frisch jetzt. Ja, es ist super frisch. Also das Heck gefällt mir auch gut. Der Kleiderschrank? Genau. Boah, was ist das denn? Ein Tresor. Ein begehbarer Kleiderschrank. Begehbar ist er nicht ganz, aber der zweite Teil kann auch noch rausgeklappt werden. Dann komme ich noch besser dran. Genau, einfach mal ja. dran ziehen. Ach, okay. Doch begehbar. Und der hat also eine Tür über Eck, sodass ich wirklich sehr komfortabel dann auch und sehr geräumig meine Sachen dort unterbringen kann. Sag mal, das System, dass ihr keine Technik mehr in den Stauraumklappen habt.
das ist mir jetzt erst, wo du es gesagt hast, aufgefallen, weil das war nicht immer so, sondern ich habe gesehen, der Sicherungskasten war hier im Schrank drin. War das richtig? Das ist richtig. Der Sicherungskasten ist hier unten im Schrank jetzt drin. Wir haben bestimmte Dinge in den Mittelteil gesetzt, an die ich nicht zwingend rankommen muss, oder eben über die Heckgarage zugänglich gemacht und damit dann auch Stauraum zusätzlich geschaffen. Wir können uns gerne mal, wir haben in die Credo jetzt gerade im letzten Jahr auch noch mal viel Gedankengut reingesteckt, wie wir noch weiter optimieren können. Bei dem kleineren 741 hätten wir die Fahrtrichtung links hier frei auf der Messe, und da können wir gerne auch noch mal in den Doppelboden reinschauen, wie das auf der Technikseite aussieht, weil sie im Grunde alle mehr oder weniger gleich sind vom Aufbau des Bodens. Das hier hat auch einen ganz tollen Vorteil natürlich, dass ich mich super gut von der Seite anschauen kann. Ja, gerade die Männer, die sich dann die irgendwelche Haare stehen lassen beim Rasieren. Das geht ja nicht mehr. Ja, oder man sich die Haare föhnt und nicht weiß, wie man von hinten aussieht. Ja, auch hier der Mineralstoff. Da habt ihr nicht irgendwas ein Zukaufteil, habt ihr selber gefertigt? Die lassen wir fertigen, die fertigen wir nicht selber, sondern wir lassen konstruiert? die für uns fertigen. Wir haben sie konstruiert, ja. Gut. Ja, ihr habt habt ihr feste Taktzeiten eigentlich bei dem Bau? Oder wenn's mal, habt ihr, gell? Wir takten mit 4 Stunden. Mit 4 Stunden? Ja. Okay, ich habe nur gehört, in den ganz großen, habe mir der Markus erzählt, da habt ihr keinen festen Takt bei den ganz Das großen. ist korrekt. Bei den ganz großen haben wir keinen festen Takt, aber bei allen anderen Fahrzeugen takten wir alle 4 Stunden. Ja, Festtanktoilette haben wir schon drüber gesprochen. Da gibt es auch keine Kassettentoilette mehr, oder? Bei dem. Doch. Wer sie haben möchte, der kann auch eine Kassettentoilette kriegen. Wenn wir aber ein Fahrzeug für eine Messe bauen, kriegt er immer eine Festtanktoilette. Macht das jemand? Kaufen die Leute Kassette? Wenn sie feststehen vielleicht, lange? Einer von 50. Okay. Also Festtanktoilette. Dann auch die Dusche. Kriegt man da auf Wunsch eine Regendusche? Okay, ich merke schon. Also wenn es daran scheitern sollte. Genau, wir haben es nicht geplant, aber wenn es daran scheitern sollte, dann setzen wir doch eine Regendusche rein. Ich denke nur, Leute, die sehr groß sind. Also weil du passt ja genau da rein, aber dann ist das ja so. Aber es sind immer Dinge, über die man sich im Klaren sein muss. Wir setzen ja automatisch in jede Dusche auch eine zusätzliche Kleiderstange rein, dass man auch im Winter zum Beispiel eine feuchte Jacke dort mal noch mit aufhängen kann. Skikleidung, ja. Genau, weil ich ja auch hier eine sehr gute Heizleistung dann habe und sie entsprechend schnell wieder trocknen kann, gerade beim Skifahren. Ja, wichtig, was das Thema betrifft. Die verliere ich zwangsläufig, wenn ich eine Regenwalddusche einsetze dann. Okay, verstanden. So, und das heißt, die Toilette ist da unten ist noch ein Stauraum. Haben wir den schon aufgemacht? Ja. Haben wir schon aufgemacht, okay. Ja, was hältst du von der? Ist der kleinste, ist der Baby Concorde. Trotzdem, also wir fahren jetzt nochmal einen ganz anderen. Im Vergleich finde ich das hier schon sehr luxuriös. Ja. Ja, aber gut. auch einfach nur, wenn man mehr Platz hat. Man kann sich freier bewegen. Wir haben ein anderes Modell gekauft. Ja. Ich muss sagen, der Carver Ja, den ist schon so als gedacht. Alkoven Genau. ist eine andere Zielgruppe. Ja. Ganz andere Zielgruppe. Viel aktivere Menschen, habe ich das Gefühl, denen auch vielleicht so das Bling-Bling gar nicht so wichtig ist. Also ich habe ja die Rundsitzgruppe hinten. Ich finde das extrem praktisch, das Auto. Ich finde auch den teilintegrierten sehr handlich. Der fährt sich noch mal viel handlicher also ist schon so handlich, dass man aufpassen muss, ja, dass man die Proportionen vielleicht übersieht. Aber es hat Vor- und Nachteile, also alles hat das. Das hier ist ein echter Liner. Ja. Das ist so genau das, was du erwartest, wenn du das Geld ausgibst. Du kriegst ein Haus und kein wie soll ich sagen, kein Campingauto. Ja, der andere ist natürlich auch super cool, weil der ist einfach cool und Leute gucken auch und man kommt überall hin. Das ist halt auch sehr praktisch, aber wenn man dann zu zweit unterwegs ist und hier findet man halt alle Sachen, die man da vermisst. Das ist halt wirklich so. Ja. Das, was der eine als Vorteil hat, hat der andere im Grunde dann hinterher wieder als Nachteil und umgekehrt. Was hast du vermisst bis jetzt? Die ganzen Schränke auf jeden Fall. Ansonsten Spiegel hat er natürlich auch, das sehr praktisch. Das Badkonzept ist anders, kein Raumbad. Das hier ist schon... Die Küche einen Ticken größer, genau. Aber ansonsten gibt sich das ehrlich gesagt gar nicht so viel. Aber für mich, das Bad ist halt die Hauptsache, ist zu klein. Also ich finde immer, Ordnung halten ist das wichtigste im Moment. Ja. Sie ist ja angekommen, ja, vom Flughafen, erstmal den Koffer in die Mitte gelegt, ja, weil hinten ein Motorrad drin war. Ich glaube, dass das hier auf der Messe immer so schön aussieht, weil ja nichts eingeladen ist, ja, und nichts rumliegt und so. Ich glaube, wer Ordnung hält, hat mehr vom Wohnmobil, oder? Das ist ganz sicher so. Oder andersrum, jeder so wie er es mag. Es gibt auch Menschen, die fühlen sich in einer Unordnung sehr wohl und die brauchen es dann vielleicht auch nicht wegräumen. Ich bin auch eher der Typ, ich brauche so meine 1-2 Tage, bis ich mich in einem Mobil wieder richtig eingerichtet habe und dann auch meine eigene Ordnung da wieder drin habe und dann sieht es auch immer aufgeräumt aus. Magst du mal ganz kurz nochmal in die Dusche reingehen?
dass wir die einmal kurz zeigen. Denn du bist ja 1,74 Meter, das ist ja durchaus ein Durchschnittsmaß bei Frauen. Und da sieht man, dann hat man sehr viel Platz, also, weil das wirkt dann immer so klein, wenn du da reingehst. Und das wäre dann ein bisschen... Ist die groß genug? Ja. Da ist das echt ein Credo? Das ist ein Credo, ja. Das ist ein Wurf. Also ich finde den... Klar, wenn du natürlich da auf dem Platz bist und willst unbedingt das größte Auto haben, ihr habt ja noch größere. Ihr habt ja noch ein Charisma, ein Carver, die sind dann auch noch höher, sind die auch breiter ein bisschen? Die sind auch breiter. Wir sind ja beim Charisma bei 2,40 und beim Liner hinterher bei 2,50 Meter von der Breite her. Die Autos werden größer und breiter. Aber ich kaufe das Reisemobil doch nicht nach Größe, Länge und Breite, sondern ich kaufe es doch nach Wohlfühlen. Es gibt die sagen, hey, ich brauche ein praktisches, handliches Reisemobil, sportlich. Meine Philosophie ist einfach, wenn ich in ein Auto reinkomme, muss ich mich wohlfühlen. Und das kann ich in einem Großen, genauso wie ich das in einem Kleinen kann. Das ist krass, dieser 5-Sekunden-Test funktioniert. Du kommst rein und wow, oder? Ja, jedes Mal. Jedes Mal. Ja. Das ist Concorde. Ja, also haltet euch ran. Ein rares Produkt, was ich auch ganz wichtig finde, für den Wiederverkaufswert. Der Markt wird nicht überschwemmt. Viele Leute halten, was ist eine durchschnittliche Haltedauer? Gibt es Leute, die haben die auch nur 2-3 Jahre und kaufen sie immer wieder einen neuen? Gibt es das auch? Gibt es auch. Es gibt aber auch genauso denjenigen, der ihn kauft und die nächsten 10, 15 Jahre nicht darüber nachdenkt, ein neues Auto zu kaufen. Dichtigkeitsprüfung sollte man machen, oder? In jedem Fall. Das heißt, man kommt einmal im Jahr zu euch oder zum Fachhändler? Richtig, korrekt. Kann ich bei euch direkt kaufen? Geht das? Ja, im Grunde kannst du bei uns direkt bestellen. Die Bestellungen, die entgegengenommen werden dann von Endkunden, werden aber unserem Handelsnetz zugeordnet und immer dem nächstgelegenen Händler zum Kunden, damit er dort auch vor Ort einen Ansprechpartner hinter hat. Okay, das heißt, ich kann ja auf der Messe zum Beispiel kaufen. Sind die auch vor Ort, die Händler selber? Ja, unsere Handelspartner sind hier. Toll. Ja, ihr werdet ja nicht so ohne Partner. Ihr seid sehr stark in der Schweiz, muss man sagen. Also, auch überall, also wirklich eine sehr, sehr alte, gediegene Marke. Wie alt seid ihr jetzt? 40 Jahre? Wir sind schon über 40 Jahre alt. Über 40 Jahre. Gut. So, dann wollte ich euch ein Fach noch nicht vorenthalten. Das ist dieses tolle Schuhfach. Denn das finde ich immer total praktisch. Wenn du nämlich hier sitzt und du bist hier auf diesem Platz hier, wo ich mich gerade hingesetzt habe, hier sind meine Beine, könnt ihr es sehen. Und da sind die schmutzigen Schuhe. Und da kann ich also genau in dem Bereich sein, wo diese Freilaufmatte ist. Und 2 Dinge sehr schön an dem Fach. Es ist breit genug für die Schuhe und es ist hoch genug, dass wirklich auch ein vernünftiger Schuh drin stehen kann. Dass sie ihn wirklich sauber reinbringen. Kann man das auswaschen eigentlich? Kann man das rausnehmen? Kann man auswaschen, ja. Das ist ja vielleicht auch praktisch. Ja, warum haben wir alle Schränke geöffnet, Jan? Viele Leute, die das Video sehen, möchten auch mal gucken, wie viel Stauraum habe ich denn, was kann ich alles so mitnehmen. Die Garage riesig, also wirklich. Die Zuladung ist üppig, 635 Kilo. Und wenn man noch mehr Zuladung möchte, muss man halt auf eine andere Klasse gehen. Ich glaube 5,5 Tonnen oder 5 Tonnen. Was der hat 5,6 Tonnen exakt im zulässigen Gesamtgewicht jetzt. Gut, und wenn ich noch mehr Zuladung haben möchte, dann wird es ein Carver werden, der dann auf dem 7 Tonnen Fahrgestell steht im Prinzip und damit dann die Zuladewerte locker verdoppelt. Okay, das heißt, dann bin ich bei 1,5 unter Umständen, je nach Ausstattung. Ja. Und da seid ihr eigentlich Spitzenmeister. Also was das Thema Zuladung, effektiv nutzbare Zuladung angeht, muss ich schon sagen, ganz viele Concords haben über 1 Tonne, die großen. Und da fahren andere rum, die teilweise nur 400-500 Kilo haben. Da sollte man sich genau... Ihr seid auch ein Hersteller, der die Zuladung auf das Preisschild in der Messe schreibt. Viele machen das nicht mehr. Überrascht mich, wenn sie es nicht mehr tun, weil eigentlich ist es vorgegeben, dass wir es tun sollten. Wir haben da auch nichts zu verbergen. Es gibt eine kleine Toleranzgrenze, letztendlich in der man sich bewegen kann. Wir dokumentieren aber auch jedes Fahrzeug sehr sorgfältig. Jedes Fahrzeug wird gewogen und die exakten Ihr wiegt jedes Fahrzeug nach dem, ist sowieso... Nach der Produktion und werden die Daten erfasst, die anschließend auch im COC stehen. Ihr habt ein COC für die Autos? Ja. Also keine Einzelabnahme, COC. Sind alle homologiert, heißt das so schön. Sehr schön. Ja, let's go. Heute ist der Aufbautag. Die Klimaanlage ist noch nicht an, wird jetzt angeschmissen. Natürlich, sobald wir aufhören zu filmen, wird die angemacht. Das ist ja klar. Aber es dauert ja auch ein bisschen, aber macht keinen Sinn. Die Tore werden offen, aber wir haben wirklich in Südsee-Temperaturen hier und die Luftfeuchtigkeit ist, glaube ich, auch Südsee im Moment. Im Moment ist es sehr drückend noch, ja. Sehr drückend. Und ich bin stolz auf euch, dass ihr jetzt die 5 Tage bei bis zu 38 Grad. In der Halle waren es, gerade wenn man auf den Fahrzeugen waren, auch noch mal über 38 Grad. Also da du hast auch mitgeholfen, richtig, oder? Ja. Ist mein Job, das zu tun. Ich zeige mal. Das ist übrigens ja, das Modell Credo. Ist das der 24er? Das ist der 24er. Der 2024er Centurion-Style.
Und ja, mich hast du überzeugt. Was ich noch zeigen wollte, ihr habt eine tolle Kooperation mit Landjachting, denn ihr kümmert euch nicht nur darum, Fahrzeuge zu bauen, die lang und schön sind, sondern auch Stellplätze zu finden, die man super anfahren kann. Die haben einen Stand hier, da kann man sich Probehefte mitnehmen. Tolle Sache. Ja, eine ganz tolle Sache und wir sind auch stolz darauf, Kooperationspartner von Landjachting zu sein, zumal wir der allererste waren. Damals mit dem Jörg Käse habe ich 2013 auf dem Caravan-Salon gesprochen und wir sind da in die Kooperation eingestiegen und sukzessive hat sich dieses Magazin entwickelt und auch die Bücher, die sie ja verlegen, entwickelt und es ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Und man findet immer auch hier tolle exklusive Plätze, wo man gerade mit großen und auch ganz großen Fahrzeugen hinkommt. Ja, aber es lohnt sich auch für kleine Fahrzeuge, denn die Plätze sind wirklich sehr, sehr... und die Tests stimmen. Also er fährt auch immer wieder mal hin und prüft das, wie das ist. Also es gibt wirklich tolle Plätze. Ja, ist ganz witzig. Ich habe ihn mal vor... Ich glaube, 3 oder 4 Jahre ist es jetzt her, auf dem Platz, auf dem ich in Sardinien, das ist ein ganz kleiner Campingplatz, wo ich gerne hinfahre, getroffen. Da hat er den gerade auch mal getestet und hat ihn dann hinterher auch mit aufgenommen. Sehr schön. Markus Freitag, ja, von der Firma Concorde aus Aschbach. Das ist ein Epizentrum, wo einige Hersteller sitzen, die das, glaube ich, ganz gut machen. Das Ganze ist in Franken, in Bayern. Und ich denke mal, das Thema Ausbildung ist auch ein Thema. Ihr habt eine Allianz für das Thema Ausbildung ins Leben gerufen, sogar mit mehreren Herstellern zusammen, dass man Nachwuchs auch kriegt für die Branche. Gell? Genau, das ist richtig. Das ist auch sehr wichtig für uns. Und wir haben ja 2 Nachbarn. Der eine ist ein Steinwurf weit von uns weg, so gut 50 Meter, der auch in der Reisemobilbranche Fahrzeuge fertigt. Oh, ist ja witzig. Die steht sogar hier. Die stehen direkt gegenüber, genau. Der zweite Nachbar, der sitzt in Schüsselfeld, das ist 6 Kilometer von uns weg. Das ist eher ein kleinerer Wettbewerber, aber wir haben im Grunde in der Region alle das gleiche Problem, dass uns die Fachkräfte fehlen, wir sie gerne ausbilden wollen. Dafür auch in Gespräche mit dem Land gegangen sind, wir jetzt die Möglichkeit haben, den Caravantechniker als offiziellen Ausbildungsberuf zu haben. Und wir starten im nächsten Jahr. Ziel ist es im Grunde erstmal mit 10 Auszubildenden. 10? 10 bei uns, ja. Plus das, was die anderen noch dazu nehmen werden, dann hinterher für den Nachwuchs zu sorgen, dass wir auch weiterhin wunderschöne Autos bauen können. Seid ihr voll schon? Wir sind noch nicht voll. Wir sind auf der Suche. Also wenn es jemand sieht, der wirklich technisch begabt ist, männlich, weiblich, divers, schreibt ruhig eine Bewerbung an Concorde, oder? Sehr gerne. Gut. Ja, Can, hast du noch Lust? Der Caravan-Techniker bei 38 Grad. Aber Freizeitbranche. Wie gefällt dir das Auto? Super. Okay. Ich werde gleich meinen Kommentar dazu abgeben. Ja, danke. Ciao.